Tommy, was ist passiert? Ich bin hier über die Ampel gefahren. Plötzlich ist das ganze Triebwerk mit dem ganzen Ding, mit dem Schutzblech, alles da hinten weggeklappt. Mit so einer Tasche. Wir brauchen ein Fahrradladen. Dann erzähle ich jetzt nochmal die Story, was passiert ist. Ja, bei Zug ist sozusagen der Schaltzug fast gerissen. Irgendwie hat sich beim Ortliebträger, da haben sich die zwei Schrauben mit der vorderen Arretierung gelöst. Der ganze Gepäckträger ist nach hinten gekippt und hat quasi die rechte Gepäckträgertasche fast ins Rad reingerissen. Das Schutzblech hat sich dann irgendwie dagegen gedrückt und die Gummis sind gerissen und die Gepäckträgertasche hat am Schaltzug einen Knick produziert, sodass die Schaltung natürlich nicht mehr einwandfrei funktionierte. So kann ich natürlich nicht weiterfahren. Wir haben dann einen Radladen gefunden, uns haben 3 Herren geholfen, also 3 Rennradfahrer, und wir konnten anrufen mit seinem Handy und ich durfte sofort dort aufkreuzen und der Radladen war da 5 Minuten weg und hat uns geholfen. Das alles zum sehr moderaten Preis. Für Schweizer Verhältnisse sehr günstig, aber auch für unsere. Und ja, ich kann die nur weiterempfehlen, Firma Amway in einem Shoppingcenter. Ich schaue nochmal nach, wo das genau war. Ja, absolute Weiterempfehlung, so unbürokratisch und schnell geholfen zu bekommen. Ja, also man sieht, auch hier können so Dinge passieren. So können wir dann doch noch weiterfahren, in der Hoffnung, es zu schaffen bis zum Genfersee. Wir werden jetzt tatsächlich auf Gravel geschickt. Auf die Straße, ja? So, gleich wird es ungemütlich hier. Vorne ist eine Regenfront. Ich hoffe, dass die noch an den Bergen bleibt, bis wir da sind. In Luzern sind es noch so 10 Kilometer ungefähr. Nun müssen wir uns beeilen und treten ordentlich um die Pedale, um es so schnell wie es geht nach Luzern zu schaffen. Denn wir wollten eigentlich um 20 Uhr an der Unterkunft sein und auch mal kurz die Stadt sehen. Bei uns sind wirklich dunkle Wolken, die nichts Gutes verheißen. Wir hoffen, vor dem Regen da zu sein. Schaffen wir es? Wo ist der Björn? Hallo? Björn, bist du hier? Wir haben jetzt die Regensachen angezogen, weil jetzt geht's auf Luzern zu. Hörst du mich? Ja. Ah, okay, der hat sich nicht verbunden. So, jetzt. Du hast lange gebraucht. Das ist Schild Luzern. Wir erreichen nun langsam über die Vororte Luzern und haben etwas Glück, es gibt nur leichten Nieselregen hier.
Hier gibt's Bier, wollen wir hier trinken? Okay, komm, dann bleiben wir beim Stand, oder? Schon hier. Wo ist die Brücke? Da vorne ist ein Turm. Holst du? Weil zurückfahren wir nicht, oder? Oder wir nehmen da vorne was. Ja, oder wir fahren erstmal zum Brücke. Bevor wir uns die Stadt anschauen, müssen wir jedoch unbedingt ein paar Vorräte besorgen. Hier noch ein Hinweis zur Schweiz. Supermärkte schließen relativ zeitig, je nach Stadt, zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr. Das heißt, nur in größeren Städten hat man in der Regel an Hauptbahnhöfen oder eben auch an Tankstellen noch die Möglichkeit, Lebensmittel zu besorgen. Wir decken uns ein und haben uns unser Feierabendbier verdient. Aber nicht nur das. Der Bahnhof von Luzern. Überraschung. Mal gucken, was es hier am Bahnhof gibt. Am In Hauptbahnhof. Oh, da ist ja was drin. Oh, Oh ja, was haben wir denn da? Haben wir jetzt ein Powergetränk? oh. Oi. Wo kommt das denn her? Fever Tree Ginger. Vorhin Bier. ausgetrunken und jetzt ist da plötzlich so eine Dose reingewachsen. Das sind Treppen, da kannst du nicht mit dem Rad. Das ist zu schwer. Guck mal, wie lang die ist. Die Brücke ist schon echt lang, oder? Willst du einmal drauf und ich bleib hier und dann... Und dann einfach hier ein Bild, hier vorne nicht komplett rüberlaufen. Ja, ich mach mal kurz hier aus. Luzern, direkt am Vierwaldstätter See gelegen, ist berühmt für die Kapellbrücke, die mittelalterliche überdachte Holzbrücke, die 1365 erbaut wurde. Diese Brücke führt über die Reuss im Norden des Ufers. Whispers in the night, so sweet. Moments that we always need. Tremors, bitch. Der Vierwaldstätter See, wie schon der Name gesagt, an 4 Waldstätten gelegen. Früher nannte man so die Kantone der Schweiz. Der See hat eine Größe von 114 Quadratkilometern und eine Tiefe von 214 Metern. Seine Form ist sehr charakteristisch. In Luzern erwarten uns dunkle Wolken, aber wir müssen ja noch weiterfahren. Etwa 12 Kilometer in Richtung Süden, wo wir unsere Übernachtungsmöglichkeit haben. Aber es ist relativ harmlos. Und ja, wir sehen die Berge vor uns. Da geht es also richtig schön hoch hier. Und kurz vor der Unterkunft haben wir hier nochmal einen Berg. So, wie heißt die Straße? Wir müssen gleich mal gucken, wo wir hin sollen. Okay, Berg ist zu Ende. Boah, hier riecht es nach Bauernhof. So. Guten Morgen. Auch runter. Man muss auch mit Badeschuhen rausgehen. Aber der See ist wärmer als ich dachte, obwohl draußen 15 Grad Lufttemperatur ist. Und jetzt ist die. Wir sind hier auf der zweiten Etappe unserer Hopschwitz Bikepacking Tour am Vierwaldstätter See in der Nähe von Luzern. Man sieht hier ein bisschen die Entchen. Es ist sehr ruhig, idyllisch. Wir sind heute privat untergekommen. Nachts hat es wohl ein bisschen geregnet. Momentan hängen die Wolken sehr, sehr tief. Es ist aber trocken.
Auch draußen, klar, der Boden ist ein bisschen nass. Aber es sieht alles sehr, sehr gut aus. Wahrscheinlich werden wir den Grimselpass fahren. Es klart langsam auch auf. Gegenüber sehen wir hier das berühmte Birkenstock-Hotel. Das sieht man gerade nicht. Das ist auf der Spitze dieses Berges auf der anderen Seite. Tremors Beats. Wir müssen nun eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung für die Route, die wir fahren. Nehmen wir die ursprünglich geplante über den Furka-Pass, dann bedeutet das für uns, dass wir den ersten Tag nach Andermatt fahren müssen und auf etwa 1300 Metern Meereshöhe auf einem Campingplatz übernachten und am nächsten Tag dann weiterfahren über die Passhöhe und somit den Höhenaufstieg auf 2 Tage teilen. Oder erwarten wir so schlechtes Wetter in Andermatt, dass wir eine Alternative wählen müssen. Und als Alternative stehen uns 2 zur Verfügung. Entweder wir nehmen den Grimselpass mit etwa 2160 Meter Passhöhe, können dann allerdings nicht übernachten, sondern müssen einem Rutsch fahren, oder verzichten wir ganz auf die Alpenpässe und nehmen die Route über Thunersee in Richtung Bern. Das ist nun die Frage. Oh, da kommt auch schon der Anstieg. Ich wollte mal gucken, es ist 5 Grad. Halten wir aus, ja. Aber viel weniger auch nicht. Nee, bei 5 Grad nicht, aber es kann sein, dass es kürzlich geschneit hat. Noch ein Kleidungswechsel. Regenjacke mal kurz weg. Mir wird zu warm in der Regenjacke momentan. Ja, erstmal kommt ein Zug. Das ist dieser Zug, den wir hätten nehmen können, ne? Interlaken, Sahnung. Ja, weiterfahren, weiter. Ja, das geht auch. Der ist immer noch. Wir fahren neben und unter der Gotthard-Autobahn, die hier auf Stelzen hoch über den Vierwaldstätter See geführt wird. Fast schon eine legendäre, aber auch wegen ihres Staus vor dem bekannten Tunnel berüchtigte Reiseroute nach Italien in den Süden. Wir haben uns aber heute gegen Andermatt entschieden und werden diese daher bald nicht mehr sehen. Sunrise kisses on the ocean waves. Golden sands under the freeway curve. Fahren jetzt im Tunnel. Tight songs only us can hear. Warm breezes Hier geht's schön hoch. Noch nicht schlimm, aber Es wird Zeit, ein paar Worte über unsere heutige Route zu erfahren und genauer darauf zu schauen. Wir versuchen in einem Rutsch über den Alpenkamm zu kommen, der uns ins Wallis und Rhontal führt. Das zu erwartende Höhenprofil sieht nicht einfach aus, aber die kleinen Hügel davor werden wir schon meistern. Lungerer See, Brünichpass, Hasliberg, Meiringen und Innertkirchen sind Zwischenstationen. Danach folgt dann der etwa 28 Kilometer lange Aufstieg des Grimselpass. Unterwegs treffen wir auf ein Paar aus Innsbruck, Österreich. Die beiden waren letzte Nacht am Grimsel. Es war strömender Regen. Ihre Taschen, alles nass. Wir befürchten, uns erwartet oben nichts Besseres. Erst einmal sieht es aber gerade ganz gut aus. When you go away,
Ich fahr vorbei. Spar deine Kräfte. Da geht's schon wieder runter. Wow, was für ein schönes Tal hier. Wir sind überrascht, eine überdachte Holzbrücke über einen Fluss vorzufinden. Sowas kenne ich exakt in diesem Stil sonst nur aus dem Nordosten der USA, wo diese Brücken im Winter den Weg schnee- und eisfrei halten sollen. Wagen wir es nun? Nehmen wir den Alpenpass über den Grimsel oder fahren wir nach Bern und sparen uns die Höhenmeter? Die letzte Möglichkeit, die Entscheidung doch noch zu überdenken. Geradeaus, also die Straße wäre es Richtung Thun und links geht's jetzt hoch. Ein Blick in den Himmel verrät, es könnte klappen. Im Moment keine Regen in Sicht. Wir wagen es also. Oh, jetzt wird's brutal. Genommen. Jetzt. Nun wird's tatsächlich so anstrengend mit dem vielen Gepäck, dass wir absteigen und schieben müssen. Und das ist nicht das einzige Mal. Von wegen erster Hügel. Teilweise müssen wir schieben. Über etwa 2 Kilometer. Durchgängig zweistellige Steigungsprozente. Das haben wir so nicht erwartet. Oh, weiter geht's nicht. Auf den Sockel. Ich muss schieben. Fast 20%. Also es ist noch weit, gell, bis zum Grimsel. Ja. Ich kann da auch nicht runter gucken, das ist zu krass. Zweistelligen Steigungsprozente sind extrem herausfordernd für uns. Und was wir an Höhe gewinnen, verlieren wir gleich wieder in schnellen Abfahrten. Dabei sind wir noch nicht mal am Fuß des eigentlichen Grimselpass angekommen. Hier rot, ja. Ja, ist gut. Ich schiebe was. Es geht ja nicht. Da ist wieder ein See. Ja, der nächste See. Hier gibt es so viele Seen. Tschüss. Bye. Tschüss. Wir verlassen den Lungerer See, auf dem wir trotz der bevorstehenden nächsten starken Steigung einen wunderschönen Blick genießen können. Dieser See ist ein natürlicher Stausee, der durch Baumaßnahmen in der Geschichte stets verkleinert und zuletzt 1921 zur Stromgewinnung aufgestaut wurde. Boah, die Farbe vom Wasser, wie schön. Brüning offen, kein Schnee, brünig. Nee, da fahren wir noch. Das ist der erste Pass. Das war noch nicht der Pass. Das war nur so ein Anstieg auf irgend so ein hohes Tal hier. Deswegen, wir sind noch nicht sehr weit, gell? Wir haben nicht mehr die Hälfte geschafft. Danke. Ja, auch nochmal. Vorsicht.
Neben unserer steilen Rampe, die wir aufgrund der wiederum zweistelligen Steigungsprozente teilweise schiebend hochquälen müssen, verläuft die Brünigbahn als Schmalspur-Zahnradbahn, welche Teil der Zentralbahn ist. Die Bahnstrecke führt hoch auf den Hasliberg, den wir auch als nächstes erreichen müssen, und hat eine bewegende Geschichte. So wurde sie mehrmals schon durch Erdrutsche oder Steinlawinen verschüttet und beschädigt. Die Strecke mit dem Brünigpass existiert seit 1888. Schaut euch mal die schöne Aussicht an. Runter zum See. Wir sind immer noch am Schüben. Oh, das Ding ist ja breit. Mein Kommentar. Krank, einfach krank. Was denn? Dieser Anstieg. Das, oder? Oh, da vorne waren wir, da war der erste Berg. Mega. Fast Ja, oben. cool, da unten ist ein Schwimmbad. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt.